Herzlich willkommen zu einem neuen Emil Frey Car Review. Heute der Mitsubishi Outlander. Das ist schon die 4. Generation vom Outlander. Das Auto, so wie es da steht, gibt es schon seit 2021 in anderen Märkten, wie zum Beispiel in den USA und teilweise in Asien. Jetzt ist er in der Schweiz und heute schauen wir ihn mal genauer an. Stopp! Bevor wir weitermachen, abonniere unbedingt den Kanal und schreibe in die Kommentare, welches Auto du als nächstes sehen willst bei uns auf dem Kanal. Back to the video. Der Outlander ist aufgebaut auf Plattformen, die man schon vom Renault Austral und zum Beispiel dem Nissan X-Trail kennt. Er sieht aber sehr eigen aus, zum Beispiel mit dem grossen Outlander-Schriftzug, der ein bisschen an Land Rover erinnert. Wir haben vorne das Dynamic Shield als sehr markante Front, voll LED-Lichter. Und Outlander gibt es in 7 Farben. Das sind 2 weiß, 2 grau. Eines davon ist das, Moonstone Grey, ein schwarz, ein blau und ein rot. Also wir haben doch ein bisschen Auswahlmöglichkeiten. Dynamischer Waffengrill und dann hier noch so Chromzierlisten, die schön die Lichter akzentuieren. Gehen wir weiter auf der Seite. Da haben wir 20-Zoll-Felder. Man kann auswählen zwischen 18 bis auf zu 20-Zoll-Felder. Die sehen sehr, sehr sportlich aus. Grosser Badge für Plug-in-Hybrid, wo wir nachher noch ein bisschen genauer darauf zu sprechen kommen. Wir haben eine 360-Grad-Kamera, jetzt bei der InStyle-Version. Es gibt 5 verschiedene Versionen. InStyle und InStyle Plus sind Topmodelle. Die haben dann natürlich noch Glasdach, haben schöne schwarze Akzente und eben auch Wagenfarbe bis ganz runter. Was aber Standard ist, sind die Chromlisten, die wirklich sehr cool aussehen, die sich eigentlich über die ganze Seite hineinziehen. Um den Outlander zu tanken, haben wir natürlich auch einen normalen Benzintank, den man im Auto innen aufmacht. So, jetzt klappt er auf. Da aber normales Benzin, mit dem kombiniert mit dem Hybridsystem haben wir bis zu 844 km Reichweite. Hinten haben wir auch wieder eine, meiner Meinung nach, schön abgeschlossene Front, auch mit dieser Chromliste. Sehr schön, wenn wir Sachen reinladen. Wir haben natürlich, wenn wir wollen, eine Anhängerkopplung, die man konfigurieren kann, die bis zu 1,6 Tonnen ziehen kann. Dann haben wir Kick to Open für den Kofferraum. Der Kofferraum hat zwischen 495 bis 1400 Liter Volumen. Aber dementsprechend, wenn man den Sitz runterlässt, wir haben eine Hutablage. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, ist ein bisschen nicht ganz so wertig wie der Rest des Autos. Wir haben doppelten Boden, wo ein bisschen Platz hat eben für das Ladekabel und sonstige sicherheitsrelevante Sachen. Den Sitz können wir runterlassen mit einem Zug von diesen Hebeln. Und dann haben wir eben die 1400 Liter Kofferraumvolumen, die ich angesprochen habe. Der Outlander hat eine 22,7 Kilowattstunden Batterie, die man über 2 Anschlüsse laden kann. Über normal Typ 2, wie wir es kennen. Und zusätzlich hat es noch das HDMI-System, das sich jetzt bei uns in Europa nicht wirklich durchgesetzt hat. Aber wenn es eine Steckdose hat, dann super, weil dann hat sicher niemand anders, der dort am Laden ist. Dann schauen wir noch hinten. Von der Beifreiheit sehr gut. Also der Sitz ist etwa auf mich eingestellt vorne. Was aber nicht so gut ist, wenn man eine der Top-Versionen hat, ist nämlich die Kopffreiheit. Durch das Panoramadach hat es da so einen Hügel gegeben, wo jetzt wahrscheinlich ab 1,85 ein bisschen störend wird. Man fühlt sich einfach recht eingelenkt, was eigentlich nicht nötig wäre, weil ein bisschen weiter hinten hat man relativ viel Kopffreiheit. Dann haben wir die wirklich schön verarbeiteten Türen. Wir haben das Sonnenrollo, das gesteppte Leder, das bis fast ganz rauf geht. Wir haben ein bisschen Carbon-Look da vorne. Dann haben wir das Yamaha-Soundsystem. Das Yamaha-Soundsystem da Ultimate, also in der Top-Ausstattung mit bis zu 12 Lautsprechern. In der Basisversion sind es 8 Lautsprecher. Aber es ist toll, dass Yamaha da wirklich mal ein einig entwickeltes System für das Auto da eingebaut hat. Wir haben hier noch einen Getränkehalter, der in der Mitte der Sitz eingeladen ist. In dieser Top-Ausstattung Sitzheizung hinten. Und sonst ist es wirklich ein angenehmer Ort zum Sein. Ich sehe super aus. Ich bin ein bisschen höher wie die vorderen Fahrer, also wie Fahrer und Beifahrer, und habe darum wirklich eine gute Aussicht dahinter. Sitzt in der Top-Ausstattung schön mit einem perforierten Leder und da hinten auch ein bisschen neigbar. Das heisst, ich kann ein bisschen hinterlehnen auf langen Fahrten, sicher angenehm. So, wie sieht es vorne im Outlander aus? Die Türen auch wieder sehr schön verarbeitet mit dem Leder und den grossen Yamaha-Boxen. Zusätzliche Memory-Funktion für den Sitz. Und dann werden wir begrüßt von dem wirklich sehr basic, aber schön gestalteten Steuerrad. Wir haben auf der linken Seite die ganzen Knöpfe für das Infotainment und Media-Optionen, rechts für Assistenzsystem und Tempomat. Zusätzlich vorne das 12,3 Zoll Driver-Display mit allen Informationen, die man braucht beim Fahren. Wir haben Aufmerksamkeitssensoren bzw. Kameras, die dich anschauen. Und in der Mitte dann nochmal ein 12,3 Zoll Display mit dem ganzen Infotainment. Das Infotainment schauen wir nachher noch ein bisschen genauer an. Es ist relativ basic, aber macht alles, für was man es braucht. Unten dran ein bisschen Media-Kontrollknopf und der Kameraknopf. Unten dran Klimasteuerung, sehr schön mit Knöpfen und Drehrädchen für die Temperatur. Hier in der Top-Ausstattung haben wir Sitzkühlung und Sitzheizung.
Eben auch mit dem Ledersitz, normalerweise sind Stoffsitz drin und dann eben ab der Top-Ausstattung gibt es dann noch ein bisschen Leder dazu. Unten haben wir eine induktive Ladeschale, USB-C-Anschluss. Dann in der Mitte der Gangwahlhebel, der recht cool ist. Slidet so von hinten nach vorne. Der Rückwärtsgang hat ein bisschen so ein Bongen wie so einen Lastwagen. Das gefällt mir eigentlich noch. Nachher haben wir so ein bisschen Fahrmodi, eben Power, Eco, Normal, so ein bisschen Strassenmodus, dann ein bisschen kurviger Sportmodus. Und nachher haben wir noch 3 Offroad-Modi, die dann eben helfen, wenn man im Schnee ist oder ein bisschen auf unwegsamem Gelände. 2 Cupholder, die tiptop 5 Dezi Flaschen reinpassen oder auch grösseres. Dann ein kleines Mittelkonsolenfach. Auf der rechten Seite haben wir ein bisschen schwarzen Hochglanzplastik. Finde ich schade, wäre cooler gewesen, finde ich, hat es den grauen so Aluminium-Look weitergezogen. Da haben wir Knöpfe für den One-Pedal-Drive und für die EV-Modes, die man durchschalten kann. Dann haben wir noch normale Glovebox und sonst ist es relativ basic. Oben eben das Panoramadach, das man von da aus steuern kann. Und dann jetzt noch das Fach für eine Sonnenbrille. Zusätzlich haben wir einen elektrischen Rückspiegel, aber wenn man zum Beispiel die ganze Hintersitzreihe voll hat, sieht man tiptop immer noch hinten raus. Aber zum Infotainment, das ist wirklich relativ basic. Navigationsmenü, Media-Menü, Telefonmenü und dann eben so die Auswahl von Apps mit Weather Notifications, EV, so ein bisschen relativ Standardzeug. Aber es funktioniert gut, es ist jetzt nicht das Schnellste, aber ich glaube, wenn man eben Apple CarPlay verbinden kann, dann ist ja das das, was man meistens braucht. Und wie fährt sich der Outlander? Was auf jeden Fall auffällt, wie ruhig es da innen ist, weil wir ja eigentlich gemäss dem Hybridsystem, was ich nachher noch kurz erklären will, mehr oder weniger immer mit dem Elektromotor fahren. Das heisst, wir hören den Verbrenner gar nie, weil er meistens, solange er genug Batterie hat, gar nicht anschaltet. Im Mitsubishi Outlander haben wir 3 Motoren verbaut. Ein Verbrenner, ein 2,4 Liter Vierzylinder Benzinmotor mit 136 PS. Dann vorne ein Elektromotor mit 116 PS und hinten nochmal ein Elektromotor mit 136 PS. Zusammen gibt es dann eine PS von 300, oder Gesamtleistung von 306 PS, die relativ clever über das Hybridsystem funktioniert. Nämlich hat das Hybridsystem 2 Modi, seriellen Modus und parallelen Modus. Schlichtweg heisst das eigentlich, dass das Auto mehr oder weniger nur mit den Elektromotoren läuft. Das heisst, wenn man jetzt stark beschleunigt oder Batterien sehr tief sind, dann tut der Motor eigentlich als Generator agieren, um die Elektromotoren zu betreiben und dann auch die Batterie zu laden. Und wenn man jetzt 135 km/h überschreitet, zum Beispiel wenn man in Deutschland unterwegs ist oder so, dann schaltet nachher dann die Elektromotoren ab und man läuft nur noch auf dem Verbrenner. Dann hat man auch nicht mehr das Allradsystem, sondern fährt nur noch auf dem Frontmotor. Das heisst, auf Schweizer Strassenverhältnissen und Schweizer Geschwindigkeiten hat man konstant Allrad, was natürlich eine super Sache ist auch im Winter. Man hat verschiedene EV-Modes. Man hat EV-Mode normal, EV Standard, wo man wirklich nur den Strom von der Batterie braucht. Dann haben wir den EV-Mode Safe, der eigentlich ermöglicht, dass man einfach immer genug Strom hat, dass man noch irgendwie aus einer Congestion Zone, so wie es ja im Ausland teilweise gibt, wieder rausfahren kann. Das haben wir auch schon in anderen Modellen gesehen. Und Charge ist natürlich nicht unbedingt empfehlenswert, wenn man umweltfreundlich fahren will. Aber das würde eigentlich bedeuten, dass der Motor mehr oder weniger immer ein bisschen läuft und die Batterie sozusagen während dem Fahren auch laden tut. Aber ich glaube, Normalmodus tut das am besten handeln, je nach Fahrsituation und Batteriestand. Wie fährt sich der Outlander sonst noch, abgesehen von dem clever Hybrid-System? Wir testen gerade mal die Beschleunigung von 0 auf 80. Man hört den Motor, wie er hilft. Jetzt sind wir auf 80. 7,9 Sekunden von 0 auf 100 sollte er machen. Das ist relativ zügig, würde ich sagen, für die Größe von Auto und in dieser Liga, wo er sozusagen mitspielt mit den Konkurrenten. Die Lenkung ist mehr oder weniger präzise, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht wahnsinnig sportlich, hat so ein bisschen Schwimmen, das liegt aber mehr auch an der Federung, die ein bisschen hin und her wippt. Aber das Auto ist eher auf den amerikanischen Markt ausgelegt, wo es wahrscheinlich entwickelt worden ist. Darum wirklich sehr bequem, es ist angenehm, es ist ruhig und darum kann man jetzt nicht wahnsinnig sportliches Fahrverhalten da, verlangen. Aber sonst wirklich super. Verbrauch sollte um die 7,9 Liter sein. Ja, ist jetzt relativ viel, würde ich sagen, für einen Hybrid von dieser Klasse. Aber ich denke, man kann das deutlich runterbringen, wenn man natürlich
daheim laden kann, im Geschäft laden und man die 80 km Reichweite gar nicht ausreizt, dann ist das überhaupt kein Problem und dann kann man definitiv den Verbrauch wahnsinnig tief behalten. Und wenn man mal länger in die Ferien muss, ein bisschen weitere Distanzen, dann hat man die Möglichkeit, Benziner zu brauchen. Was man wirklich noch sagen kann, was ich schon erwähnt habe, es ist wahnsinnig leisig drin. Also es ist fast ein bisschen gedämmt, also es fühlt sich fast ein bisschen an, als wäre man so in einem Tonstudio drin. Man hört so seine eigene Stimme so leicht dämmt. Das ist wirklich eine spannende Erfahrung. Hat man mit dem Yamaha-System gekoppelt, echt gute Soundkulissen drin. Und ja, kann man definitiv mal empfehlen, um den reinzuhören, weil die 12 Lautsprecher geben echt einen geilen Sound ab. Was kann man schlussendlich zum Mitsubishi Outlander sagen? Meiner Meinung nach sieht er echt cool aus. Ein bisschen bulliger. Normalerweise kennt man das von den Asiaten nicht unbedingt so. Also der Look gefällt mir sehr. Er ist super bequem, mit der Reichweite von 844 km echt flexibel. Auch das Hybridsystem sehr clever. Wo es vielleicht ein bisschen fehlt, ist bei der Technik und beim Infotainment. Das Auto ist nun jetzt auch schon 4 Jahre auf der Welt auf dem Markt, darum braucht es vielleicht einmal ein Update. Aber ansonsten eine Kaufempfehlung. Also, das war vom Car Review. Schaut nächste Woche unbedingt wieder rein, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, welches Auto ihr als nächstes sehen wollt.